Hallo und herzlich willkommen in den Ammergauer Alpen auf dem Weg zum Hasenthalkopf und der vorderen Scheinbergspitze. Und damit auch herzlich willkommen beim Mountain Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Info-Button oder unten in der Videobeschreibung. Ich bin auf die Tour gekommen, weil ich in den Ammergauer Alpen einfach mal wieder eine Tour gesucht habe, die ausgiebig wirkt und mit etwas Glück sogar noch einen spannenden Teil beinhalten sollte. Und ich wurde tatsächlich fündig. Ursprünglich war zwar nur der Hasenthalkopf als Ziel geplant, aber ganz ehrlich, wenn ihr erstmal da oben steht, dann ist der vordere Scheinberg gefühlt nur einen Steinwurf entfernt. Also habe ich den auch noch direkt mitgenommen. Zum einen ist er nochmal höher als der Hasenthalkopf und zum anderen nochmal wesentlich ruhiger. Ob ihr nun beide Gipfel oder nur einen macht, das bleibt natürlich komplett euch überlassen. Ich empfehle euch aber natürlich beide. Schon allein deswegen, weil man sich dann den ganzen Weg des nochmals Gehen ersparen kann. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt genau sowas, was ich immer versuche zu vermeiden. Dann komme ich jetzt mal zu den von dieser Tour zu erwartenden Schwierigkeiten bzw. Anforderungen. Der meiste Teil der Tour ist leicht einzustufen. Vom Parkplatz bis zum Scheinbergjöchel werdet ihr dauerhaft auf gut befestigten Wegen unterwegs sein. Der größte Teil bis zum Beckenalmsattel ist sogar eine komplette und langgezogene Forststraße. Hier bietet sich beispielsweise ein Bike and Hike an, um dann auch wesentlich Zeit einsparen zu können. Und natürlich werdet ihr auch ein paar Stufen unterwegs überwinden. Interessanter wird es dann, wenn man den See umrundet und das Scheinbergjöchel erreicht hat. Links geht's da zum Hasenthalkopf und rechts zum vorderen Scheinberg. Geradeaus ist unser Abstiegsweg. Der Einstieg in den Grat zum Hasenthalkopf ist nicht direkt zu erkennen. Auf dem ersten Blick sieht es aus, als würde man nur einen kleinen Felsen erklimmen und danach wäre der Weg vorbei. Lasst euch davon aber nicht täuschen, danach geht die Gratwanderung nämlich erst los. Der erste Abschnitt ist meiner Ansicht nach auch schon einer der heikelsten. Außerdem folgt dann nach einer kleinen Kletterei in eine Senke. Hier ist es etwas abschüssig und kann gefährlich werden, alles in allem aber nicht sehr schwierig. Der Panoramablick vom Hasenthalkopf belohnt dann für alle Strapazen, die man bis hierhin hatte, und ich denke, das Video belegt das auch ganz gut. Im Gegensatz zum Hasenthalkopf hat der Anstieg zum vorderen Scheinberg keine Kletterstellen oder ähnliches. Hier ist auf zwei Dinge trotzdem zu achten. Zum einen ist es öfter geröllig und damit rutschig und zum anderen handelt es sich hier um eine luftige Gratwanderung. Ihr solltet also schwindelfrei sein. Der vordere Scheinberg hat leider kein Kreuz und ist vom Süden her auch noch mit Wald versperrt.
aber nichtsdestotrotz ein toller Gipfel mit guter Aussicht und für gewöhnlich keine bis wenig andere Menschen. Der Abstieg ist dann wieder klassisch, gleich dem Aufstieg von der Schwierigkeit, aber hat einige Schönheiten an Natur zu bieten. In der letzten Kurve liegt übrigens gerne noch sehr lange Altschnee, da wollte ich euch nochmal darauf hinweisen. Insgesamt ist das eine lange und ausgiebige, sowie aber auch spannende und wunderschöne Tour in den Ammergauer Alpen. An dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß, macht sie, geht sie die Tour und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreichst du den Gipfel gescheit.